Wir stop the music und starten Contradiction. There we go. Ich sollte normalerweise ein Bild haben, oder? Ihr habt... Oh doch, oh Gott, ich hatte schon Angst, es geht nicht. Alles okay, ihr habt Screen. Wir spielen weiter. Wir spielen weiter. Es geht weiter bei Paul. Es geht weiter bei Paul. Wir haben ja dort einen Widerspruch gefunden, dank euch, dank Nifi und Tammy. Und allgemein dank eurer Hilfe. Und wir müssen scheinbar noch bei Paul weitermachen, ja. Und schauen wir mal, was wir dort noch so finden. Load Game 1, 9 p.m. Don't forget to use the map and the tips. Ja. Auf zu Paul. Denn bei Paul gibt es auf jeden Fall noch etwas zum Herausfinden. Oh, Tammy, du bist wieder da. Welcome back, Tammy. Danke, dass du wieder da bist. Freut mich sehr, dass du wieder einschaltest. Okay. Gleich wieder da, Holy. Nenn mich bitte Panda, ist einfacher. Ich bin ja schon so gewohnt. Mein lieber Panda, bin ich schon so gewohnt, aber ich probiere es. Alles klar, Panda. Gut. Dann fangen wir mal an, Beards. Okay. Jetzt mal kurz zusammenfassen. Test designed to reveal psychological issues. Genau, das ist der Test, den wir von Ryan bekommen haben. Für Max Payne 2 ist auch... Echt? Vielleicht wusste ich gar nicht. Ich habe Max Payne 2 nie gespielt, weil es angeblich nicht so gut war wie der erste. Den ersten Teil habe ich gespielt. Alles klar. Alles klar, gut zu wissen. Wusste ich nicht. Coole Sache. No truth in Lisa's accusations, no interest in the occult. So. Photos of Ryan, okay. Doesn't think anyone was prosecuted for it. Wir gehen nochmal alles langsam durch. Didn't encourage Emma to criticize Liam's birthmark. Didn't expect Emma to discuss Liam's birthmark. Once tried to date Emma. Das hat er gesagt. Er hat versucht, mit Emma, dieser alte Schnösel, mit Emma zu daten, weil er ihr einen Schmuck geschenkt hat. Atlas visits a strange child, Paul's cleaner. Didn't steal from Liam that night. Claims all the students enjoyed the stunt, committed a fake theft, which he videoed. Emma's guilt. Ah, genau, okay, das war das. Wo sind wir? Da. Oh Gott. Atlas Auto-Hypnosis. Auto-Hypnosis not used on the course anymore. Impossible to be heard or damaged by hypnosis. Not possible to force students to be hypnotized. Es ist unmöglich, sich zu verletzen während diesem Vorgang. Okay. Liam's death was a one-on-one. Third eye very similar to Atlas. Third eye Paul's idea. Hasn't heard of Salvia. Has no interest in taking drugs. Doesn't recognize the lease. Good, good. No place for guilt. Students encouraged to free themselves from guilt. Course objective to free students from the past. Phrase designed to summarize Atlas' objective. So, weiter. Liam's death. Personal problems, name drinking. Okay, says Liam was bright, confident. Good, das ist es auch nicht wirklich. Reluctantly abides by the law. Atlas encouraged ideas for morality. Finger symbol, student's idea. Didn't hear about the argument. No interest in crying. Atlas doesn't use crying. Knows the mirror is used for scrying. Approach to designed. Ryan uses the shop. Okay. Insists he didn't buy it for Kate. Bought the freedom necklace for student. Bird and cage. Yeah, okay. Doesn't know about Simon. Didn't see it anywhere. Possibly spoke to her. Kate was drunk. Good. Good, 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 good. Paul said Lisa was disturbed by the techniques used on the course. Lisa couldn't handle the course techniques. Und hier war doch irgendwo etwas, dass niemand verletzt werden könnte, oder? Impossible to be hurt or damaged by hypnosis. Könnte das ein Widerspruch sein? Weil immerhin hat sich Lisa ja
gestört gefühlt über die Techniken. Und hier hieß es, dass es unmöglich ist, davon Schaden zu nehmen. Ist das ein Widerspruch? Probieren wir es mal aus. Ich habe keine Ahnung. Beautiful! So nobody has ever been affected by auto-hypnosis, except Lisa. Hypnosis wasn't the problem, Inspector. Lisa was the problem with Lisa. That's why we introduced the test. But the hypnosis was the trigger, wasn't it? Lisa arrived on the course believing we were all devil worshippers. She was nuts to start with. We didn't make her like that. Well, as far as I can tell, Paul, you've had one student accuse you of devil worship and 2 others commit suicide. Some of your students aren't having a very good time on this course, are they? Nonsense. Kate was enjoying every minute of it. She couldn't get enough of it. Really? She was full of the joys of life. Bubbly, confident, flirty. With who? You mean with whom? With whom? Pretty much everybody. Including me, as I remember. Really? And, did you respond? I don't get into relationships with students, Inspector. Company policy. It's not professional. Interesting admission that Kate flirted with him. There's no way Paul would have turned down an opportunity like that. Ja, Untertitel. Ja, ich weiß, das wollte ich sagen. Ich wollte mich nur gerade nicht einmischen. Ja, ich habe die Untertitel vergessen. Schade, dass sie das nicht speichert. Moment, dann gehen wir nochmal raus. In die Options. Ich habe die Untertitel vergessen. Sehr richtig. Ich wusste halt nicht, dass sich das nicht speichert. So, Subtitles on. There we go. Subtitles on. Okay, gut. Und nochmal rein. Gut, okay. Das war so ein guter Widerspruch. So, wo hat sich das jetzt gespeichert? Ach du meine Güte. Oh Gott. Didn't expect Emma. Bababam. Once tried to date Emma. So. Wo war das jetzt? Was haben wir dazu bekommen? Aha. Avoids relationship. Das kam dazu. Das ist neu. Kate Vine flirted with Paul. Avoids relationships with students. Paul said it's company policy to avoid relationships with students. Er hat aber mit Emma ein Date gehabt. Das widerspricht sich. Mal schauen, ob das stimmt. Aha. So you avoid relationships with students, except for Emma, who you tried to date. Oh, come on, Inspector. That was a long time ago. And what about Kate Vine? Did you try to date her or not? Oh, don't be so ridiculous, Inspector. Kate was an exceptionally clever girl. She knew exactly what she wanted, and she knew how to get it. You mean that Kate approached you? It wouldn't surprise me if she was playing everyone in the group. Kate had more enemies than you'd think. She was a very, very manipulative young woman. Oh, 10 p.m. beards. 10 o'clock, it's getting late. I'm gonna have to pick up the pace if I'm gonna solve this by midnight. Oh, dann, okay, wir müssen Gas geben, wir müssen das bis Mitternacht lösen. Fangen wir mal beim Chief an, ne? Wir haben jetzt eigentlich nichts Neues bekommen, ne? Call the Chief. Schauen wir mal, was Chief zu sagen hat. Falls er was sagt. Okay, Chief ist absolut für nichts. The Master Chief is not here. Er hat sicher wieder seinen Kaffee am machen. Deswegen geht er nicht ab. Okay. Gut. Haben wir eine neue Information? Nein, wir haben keine neuen Informations. Wir haben nichts. Gehen wir mal hier durch, ob es hier was Neues gibt. Vielleicht finden wir was Neues. Wir gehen überall durch. Wir gehen aber mit niemandem reden. Wir gehen auch nicht zu James. Weil ich glaube nicht, dass James irgendwas hat. Es muss hier jetzt irgendwo ein Event geben, weil ich glaube nicht, dass wir jetzt noch irgendwas Neues herausfinden können hier durch Widersprüche. Aber wer weiß. Schauen wir uns ein bisschen um, ob es eventuell etwas Neues zum Anschauen gibt. Es muss hier irgendwas Neues geben, Beards. Wir gehen mal auch ins Restaurant. I really don't think it's my place, darling. It is your place here. I just don't want to tell tales. Tell him about Simon. You know what happens when the day comes upstairs. So it's going to be that kind of evening, is it? If you play the cards right. Only if you deal. Problems? Hello, Inspector. See you later. Okay.
Aha, da ist irgendwas. Da ist irgendwas, Beards. Bitte entschuldige mich noch ganz kurz. Ganz kurz nur. Ich bin in ein paar Sekunden wieder da, Beards. Ganz kurz. Keine Sorge, ich schalte keine Werbung an. Bin gleich wieder da. Ganz kurz nur. Let's continue the game. Sorry nochmal. Hätte nicht passieren sollen. Gut. Holy, da kann ich aufgehen. Alles klar. Ja, dir noch einen wunderschönen Tag. Wunderschönen Feierabend auf jeden Fall. Hallöchen Tolban, dir einen wunderschönen bärtigen Dienstag ebenfalls. Schön, dass du da bist, mein lieber. Hau rein. Danke für die WBs, Beards. Sehr, sehr lieb von euch. Groß, Dankeschön dafür. Ich würde sagen, wir stürzen uns direkt zurück ins Game und zocken direkt weiter, wo wir aufgehört haben, bevor ich jetzt hier noch mehr hinauszögere, oder? Ja. Bevor ich noch mehr hinauszögere, spielen wir direkt weiter. Hallöchen, Nanti. Wunderschönen Dienstag. Danke, dass du auch wieder dabei bist, mein lieber. Hau rein. Kein Stress, Holy, Hauptsache euch und der Kitty geht's gut weiter. Alles Beste, es ging auch immer gut, nur sie war halt zu doof, dass sie da rauskommt, ja? Auf jeden Fall. Ja, aber alles gesaved. Und liebe Anuvel, Hallöchen, wunderschönen Dienstag, schön, dass du wieder da bist. Katzen passen überall rein und durch, wenn sie das wollen. Das ist sehr richtig. Das hat mir Daider auch gerade gesagt. Wenn Katzen wo rein wollen, sie kommen da rein. Das ist doch Wahnsinn. Normalerweise, ja. So, das ist okay sein. Oh mein Gott. Liebe Nico! Nico, mir wunderschönen, Bertigal, Dienstag, willkommen zurück bei uns. Danke, dass du wieder einschaltest. Viel Spaß bei uns heute. Schön, dass du wieder da bist. Ja, ich kann nicht mehr reden. Ja, das war jetzt ein riesengroßer Aufwand. Ich musste echt alles abbauen. Das war ein Wahnsinn. Okay. Außer Poster hier. Liebe Pusen, welcome back an dich. Und danke nochmal fürs Warten. Vielen lieben Dank nochmal fürs Warten. Ich würde sagen, wir hauen uns direkt zurück ins Game. Go to the restaurant. Genau, wir haben ja jetzt Ryan gesehen und Rebecca. Sie haben über irgendwas geredet. Haben wir einen neuen Gegenstand bekommen? Nicht, ne? Okay, wir haben keinen neuen Gegenstand erhalten, also keine neue Information. Go to the restaurant. Mal schauen, ob jetzt hier irgendwas ist. Ah, jetzt können wir nachschauen, was sie da reingegeben haben. Haben ein Video gesehen, wie sich eine Katze unter einer Tür... Was? Wow, ein Unreal Wahnsinn. Okay, dass es sowas alles gibt, ist ein Wahnsinn. Holy sieht mich nicht. Ich habe dich heute doch schon begrüßt, Luca. Oder nicht? Du warst heute noch gar nicht da? Ich bin es halt so gewohnt, dass du immer da bist, Luca. Dann Hallöchen, wunderschönen Dienstag. Danke, dass du hier bist. Tut mir leid. Entschuldigung. I'm sorry. Es war gerade sehr viel Stress bei mir gerade. Tut mir leid, ich bin gerade total verpeilt. Na dann. Danke, dass du da bist. Wie gesagt, lieber Luca, ich bin gerade total verpeilt. Vor allem jetzt wegen dem jetzt. I'm sorry. Danke fürs Einschalten. Schön, dass du wieder einschaltest, lieber Luca. So, dann untersuchen wir mal, was sie da jetzt gehabt haben. Jetzt können wir endlich mal hier im Restaurantbereich untersuchen, was hier los ist. Let's do it. Oromorph Liquid. Well, isn't that interesting? Mysterious Prescriptions. So, jetzt schauen, was die beiden machen. Ah, okay, sind eh da. Okay, jetzt haben wir nur geschaut, ob noch beide da sind. Alles okay, weil ich habe schon wieder ein bisschen Lärm gehört. Ne, alle beide, die sind da, hinterm Bett. Ja, wenn sich was ändert, dann bleiben sie immer dort und schauen, ob sich was ändert. Kann ja sein. Kitty Cats. So. What do we got here? Was haben wir hier? Und kann es sein, dass die Cam ein bisschen... So. Ich glaube, so ist besser. Okay. Wir haben Rebecca's Prescriptions. Prescriptions made out to Rebecca were found in the cupboard in the pub. Prescriptions. Was heißt Prescriptions? Ich weiß ja nicht, was das auf Deutsch heißt. Kann mir jemand Prescriptions übersetzen? Das ist wieder ein Wort, was ich nicht weiß, was es heißt. Medikamente? Oder was heißt Prescription? Kann mir das jemand übersetzen? Das wäre sehr lieb auf jeden Fall von euch. Ich weiß es leider nicht, was es heißt. Sobald der Kopf durchpasst, wird der Rest auch folgen, Taker. Taker, das ist sehr richtig. Das ist sehr, sehr richtig. Ärztliches Rezept, Flying Chainsaw. Ich danke dir vielmals. Ärztliche Rezepte. Alles klar. Gut, dann gehen wir zu Rebecca und zeigen ihr das mal, was sie dazu sagt. Danke für die Info, Beards. Vielen lieben Dank. So, meine lieben Beards, lieber Holy, ich muss nur arbeiten. Wünsche euch noch einen wundervollen Stream und viel Spaß noch mit HDQ und wenn ihr es schaut. Tobi bei uns. Hau rein, bis zum nächsten Mal. Danke, dass du eingeschaltet hast. Dir noch einen angenehmen, stressfreien Arbeitstag, mein Lieber. Hau rein. Schau mal lieber. Danke, dass du hier warst. Press the bell. Reden mit Rebecca. More questions, if that's okay.
Schauen wir mal, was sie dazu sagt. Rebecca's prescriptions. The cupboard downstairs, there's a lot of unopened stuff in it. Is there? Prescriptions. Made out to you. Oh, they're just spare painkillers. The chemist always gives us too many. He's a friend of the family. Okay. Cupboard contains Rebecca's prescription painkillers. Chemist gives them too many. Chemist is a friend of the family. War nicht bei Rebecca irgendwas, dass sie eigentlich gar keine Medikamente oder sowas nimmt? Moment mal, jetzt schaue ich mir das nochmal an. Ich glaube, da war irgendwas mit Medikamenten. Irgendwo. Wenn ich mich nicht täusche. Doesn't buy from kitchen breweries, buys from a microbrewery. Okay, nee, das hat damit nichts zu tun. Has seen students, thinks the necklace, has seen anyone wearing one. Rebecca is strict about bearing clients. Das ist die Maske, da ist nichts. Poster. He has never seen the black mirror before. Doesn't recognize. Used the black, didn't know Liam very well. Believes people can get hung up on guilt. Leaves are from the salvia. Salvia also called magic. Man used to grow salvia. Doesn't take any drugs or medicines. Ha! Widerspruch! Objection! Doesn't take any drugs or medicines. There we go. Aha. Aha. So, you don't take any medicines except for prescription painkillers. Well, they're not actually for me, they're Ryan's. For some reason, the chemist always makes them out to my name. Huh? He's an old gentleman. Does Ryan need prescription painkillers? Yes, he's got arthritis. Really? He's young to suffer from that, isn't he? He doesn't have it badly, but he does need medication from time to time. What medicine is it? I couldn't tell you, to be honest. Ryan will know. Wow, holy. So Ryan's the one using the prescriptions. I think I might have a word with him, work out exactly what this medicine is. Aha. Aha, Ryan. Good old Ryan. So, was machen die Katzen schon wieder? Ah, ihr seid eh brav. Darf ich vorstellen? Madame China. Sie war unterm Bett, hat mich angeschaut. Mau. Mau. Und da ist Mr. Zora. Und da pfaucht, habt ihr das gesehen? Da pfaucht sie einfach den kleinen Bruder an. In the face. Sie ist gerade richtig angepisst. Bist du angepisst? War das dein Versteck da unten, ne? Jetzt musst du deinen Bruder wieder ertragen. So eine Kacke. God damn it. Oh mein Gott. Okay. Also. Davon würde ich niemand zu viel ausgeben, Jürgen. Sehr richtig. Sehr richtig. Kevin's given too many. Ryan suffers from arthritis. Cupboard contains prescription for Ryan. Alles klar. Na dann, Rebecca. That's all for the moment. Thank you. Thank you, Rebecca. Goodbye, Rebecca. Wir gehen raus. Schauen wir mal, ob Paul da ist. Ob der gute Paul da ist. Was für eine Zicke, Neko. Neko, du hast es sowas von auf den Punkt getroffen. Unsere Schiene ist eine richtige Zicke. Sie ist eine richtige Diva. Das ist ein Wahnsinn. Wenn dir was nicht passt, dann sofort gleich mal melden, ne? Mal kurz hier umschauen, alles. Wir gehen zu James! Wir wissen was Neues! Wir gehen zu James! Obwohl James, Moment. Achtung, James. Jetzt kommt James. Wir haben was Neues. Wir gehen zu James. Genau, James! Zwiebelsense! Ein wunderschön bärtig geilen Dienstag. Zwiebelsense. James! Was weiß James? Rebecca's Prescriptions nix. Und über Ryans Arthritis weiß er auch nix. James weiß nichts. Das ist mal was Neues. Das ist mal was richtig Neues, dass James nichts weiß. Wer hätte sich das gedacht? Miss Zombie Bride, ein wunderschön bärtig geilen Dienstag. Schön, dass du da bist. Hallöchen an dich, gar nicht gesehen. Miss Zombie Bride, ich hoffe, es geht dir gut. Genieß den Tag bei uns. Schön, dich wieder zu lesen, auf jeden Fall. James! Nope. Genau, Mr. Xavi. Nope. Really nope. Auf zu Brandon. Wir gehen wieder zu Paul. Ask you a couple more things, please.
So, das weiß er nicht. Aber Ryans Arthritis, mal schauen, ob Paul hiervon etwas weiß. When did Ryan begin to suffer from arthritis? Ryan doesn't suffer from arthritis. Really? The only thing that Ryan suffers from is a pathetic inability to deal with any kind of discomfort. He pulled his back sometime last year. Since then, he's going around telling everybody he suffers from arthritis. I thought he had medication for it. Oh, he only has medication because his GP, who is almost as dysfunctional as he is, keeps prescribing it for him. So you don't believe he really has arthritis? Not at all. Doesn't believe Ryan has arthritis. Ryan has a low pain threshold. Ryan pulled his back last year. GP keeps prescribing medication. Okay. Okay. Ich glaube nicht, dass wir da irgendwas dagegen sagen können. Wenn ich das so sagen darf. Da gibt es irgendwas dagegen. Schauen wir mal. At das Auto-Hypnosis. Not possible. Dieser, okay. Didn't try to date Kate. Suspected Kate of trying to play him. Ryan can't play the guitar. Ryan couldn't have become professional. Ryan's idea. Okay. There's no interest in taking drugs. Ba-ba-bum. Okay. Nee. Okay, that's it for now. Ich glaube, bei Paul ist im Thank you. Moment nichts zu tun. Ja, bin auch froh, hier zu sein. Bei all der Liebe, Miss Tommy. Freut mich sehr, dass du wieder einschaltest. Sehr sogar. Möchte jemand ein Stück Pizza? Panda? Ich würde eins nehmen, mein lieber Panda. Auf jeden Fall. Wenn es möglich wäre. Wenn es nur möglich war. Lecker Stück Pizza. Gut. Rebecca sind wir fertig. Gehen wir weiter zu Simon und Emma. Obwohl, schauen wir zuerst mal zu Village Hall. Man sieht, es wird schon langsam echt finster. Wir haben 10 PM, wir haben 22 Uhr gerade in Game Time. Es wird langsam Zeit, dass wir mehr aufdecken. Oh. Simon. Er hat was verloren. Er hat noch was verloren. Bit careless, Simon. Probably nothing important, but at this stage, I need all the clues I can get. Aha. Was haben wir bekommen? Dropped business card. Aztec? A business card was dropped by Simon on the way into his house. Und ein Keyring. A keyring was dropped by Simon outside Eden Lodge. Der verliert gleichzeitig 2 Sachen. Das ist ja Wahnsinn. Alles klar. Dann gehen wir zurück zu James. Ja. Ich meine das jetzt ernst. Wir gehen zurück zu James. Hallo, Fair Player, wunderschön, Berti, geilen Dienstag, schön, dass du wieder da bist. Welcome back. Und wir gehen back zu James. Mal schauen, ob James es weiß. Oh, es wäre so schön. Es wäre Just a so few more schön. questions, if you don't mind. Man kann ihn fragen. Okay, James, was ist diese Drop Business Card? Recognize this at all? Yeah, he fixed my laptop. Does he live locally? I think so. Okay, das war besser als ein No. Es war besser als ein No. Es ist zwar jetzt auch nicht viel besser als ein No, aber es war besser als ein No. Ne? Yes. IT consultant repaired his laptop. Doesn't think the consultant lives locally. So, und was kann er uns über den Dropped Keyring sagen? Seen this before? Don't think so. No. Idem PogChamp! Wow! Idem, so habe ich auch gedacht. PogChamp. Wow! Ich konnte es auch nicht belieben. Aber er hat es schon mal gesehen, okay. Thank you. Probably be back later. Probably be back later, Mr. James. Thank you, James.
James war schon mal keine schlechte Hilfe jetzt. Muss man sagen. Auf zu Paul. Mal schauen, ob Paul etwas weiß. Mhm. Erstmal mit jeden labern. Draw business card. Do you know who this is? Dean Hayfield, Aztec. Sorry, never heard of him. We have some prisoner sort who does our IT. Large guy. No manners. Has never heard of the IT consultant. Have their own IT guy. So, wie schaut's damit aus? Mit der Dropkey? Seen this before anywhere? No. Ah, no, okay. Has never seen the keyring. Was steht denn da drauf? Dementon. Okay. Ja, dann glaube ich es. Thank you. Es Probably gibt be hier back later. im Moment keinen Widerspruch bei Paul. Bei diesen Sachen im Moment würde ich mal sagen, also mir fällt da jetzt nichts auf. Auch zu Rebecca. Schauen, ob Rebecca was weiß. Und dann gehen wir so weiter. Und ganz am Ende Ryan. Denn da wird es wahrscheinlich wieder einen Widerspruch geben. Couple more questions, if that's okay. So, Business Card. Have you seen this before? No. Aha! Und das? Do you know anything about this? No, sorry. Okay. Gut, dann wisst ihr schon mal, bei ihr ist nichts mehr. That's all for the moment. Thank you. Gutes Zeichen. Weiter geht's. Beziehungsweise es geht zurück. Zu Emma und Simon. Mal schauen. Ich glaube, jetzt wird langsam Zeit, dass wir bei Simon einen Widerspruch finden. Bei Simon gab es Few noch more keinen questions, einzigen. please. Jetzt wird es langsam Zeit. So, was weiß Emma über das? Have you seen this before? Nope. Sorry, never heard of him. Die zwei sind zusammen, Simon und Emma, ne? Die verheimlichen sich ganz schön viel. Muss ich sagen. Für ein Pärchen. Da stimmt irgendwas nicht. Die zwei haben sich gar nicht lieb. And what do you know about this? This is Simon's. I bought this from when we were on holiday. Has he lost it? He dropped it. He can't keep anything. Okay, es war ein Geschenk von ihr an Simon. Ich sag's ja! Das ist keine Liebe mehr! Er droppt einfach das Geschenk seiner Freundin. Wie kann sowas passieren? What is happening here? Simon ist mir nicht ganz geheuer. Keyring belongs to Simon. Bought the keyring for Simon while on holiday. Feels bad man für Emma. Feels bad man. Feels bad Emma. Das ist nicht okay. Be back later on, if So, that's okay. Simon, was hast du zu deiner Verteidigung zum Sagen, Simon? Mr. Simon. Natas, du geiler Wookie, welcome back. Einen wunderschönen Dienstag dir. Viel Spaß und Spannung bei uns weiterhin. Danke, dass du wieder da bist. Hau rein, Natas. Hoffe, es geht dir gut. Ask about this item. Bin wieder da, um dein Dejective PB zu versorgen. Und ich bin happy. Welcome back. Schön, dass du wieder da bist, mein Lieber. I think you dropped this outside. Someone you know. Oh, this is just from some IT guy I met. I don't need it. Enough. I noticed some numbers on the back. Do you need these? I don't know. What is it? 1905? Oh, yeah, that's just a pin for something. It's okay, I can remember it. So not an offshore savings account or anything. No, it's not important. Er verheimlicht irgendwas. Wrote his pin on the back of the card. Card from an IT consultant Simon met once. Okay. Wie schaut's mit dem Keyring aus? Is this yours? Yeah. That's from my keys. Where did you find that? Just outside. Right. Oh, it must have come off when Nathan dropped my keys off. He was borrowing my car. That's very trusting. Yeah, I suppose it is. I am a bit too trusting, really. It's a new car as well. Owns a new car. Often lends the car to friends. Aber er hat doch ein Bike. Das ist doch sein einziges Gefährt, oder nicht? Wo ist sein Bike?
bike is only way Simon get to work. Mein lieber Simon, du lügst hier ganz schön, du Halunke. Owns a new car. Aha. Da ist was im Busch. Oh yes. Und Hallöchen, liebe Chibi. Einen wunderschönen Bärtig, geilen Dienstag. Willkommen zurück bei uns. Danke, dass du wieder einschaltest. Welcome back, Chibi. Owns a new car. Yeah. Aha. So the bike's the only way you can get to work, yes? Yeah. What's wrong with the car? I can't drive the car yet, can I? I don't have my license. Right. I got a windfall from an insurance payout. Just figured I'd buy something sensible with it straight away instead of wasting the money. What was the insurance payout? It was for a laptop. It got stolen down at Atlas. At Atlas? Well, they didn't break in. I think they just walked in and took it. The laptop was in a storeroom, but I think the lock was broken, to be honest. Doesn't sound like they're taking their security very seriously. Actually, it got a lot better after that. Think I'll check it anyway. Must have been a very nice laptop to be able to buy a car with the insurance. Or a very cheap car. Might have to have a talk with Ryan about his security measures. Da passt irgendwas nicht. Okay, neue Informationen. Simon Stone Laptop. Laptop stolen from a storeroom. Had his laptop stolen from Atlas one night. Okay. Da ist was von einem Laptop. Das ist ein Blödsinn. Okay, es kommt drauf an, wie er gesagt hat, es kommt drauf an, was für ein Auto. Ich meine, das kann auch ein Schrottauto sein, ja. Aber er hat gesagt, ein neues Auto. Und ein neues Auto wird keinen Wert von einem Laptop haben. Was die Versicherung da irgendwie was zahlen kann, ganz ehrlich. Das ist ein Blödsinn. Gehen wir zu Emma. Was hat Emma zu sagen über den Laptop? Da ist was im Busch hier. Da ist irgendwas im Busch. Beards! Da ist irgendwas im Busch hier! Das ist nicht okay hier. Did you know about Simon's laptop being stolen? Yeah, because it had all my college work on it, which I hadn't backed up or saved. Not that it mattered much, but I did buy a new one. And Simon uses it now. When I let him. Used Simon's laptop for her college work. Bought a new laptop for them both. Okay. Ist, glaube ich, nichts, was ich jetzt widersprechen könnte. Oh, liebe Chibi! Vielen lieben Dank für diese tolle Unterstützung. Vielen lieben Dank für 5 Euro, liebe Chibi. Das ist sehr lieb von dir. Riesengroß Dankeschön an dich. Bin auch schon wieder weg. Hoffe aber, du hast einen schönen Stream und freust dich etwas. Grüße an Dada. Richte dich auf jeden Fall aus. Liebe Chibi, ich danke dir von ganzem Herzen für 5 Euro. Dir noch einen wunderschönen Abend auf jeden Fall und pass auf dich auf. Vielen Dank. Vielen Dank für 5 Euro. Das ist sehr lieb von dir. Großes Dankeschön. Und dir noch einen wunderschönen Abend. Danke, dass du hier warst. Hat mich sehr gefreut. Bis zum nächsten Mal. Danke. Großes Danke. Okay. Ich glaube, ich kann da nichts widersprechen. That's it for the time being. Thank you. Wir haben eine neue Information. Wir gehen zu James. Wisst ihr, Beards, normalerweise, immer wenn wir was Neues kriegen, müsste jeder von euch James! Immer wenn wir ein neues Item kriegen, James! Immer wenn wir was Neues kriegen zum Auswählen, James! Immer James! Weil er ist der Erste hier. Obwohl, okay, das ist falsch. There we go. James! Auf zu James! Naja, ein High-End-Gaming-Laptop wie der Fandom 2 kann schon im Bereich sein. Ja, Nordi. Aber wir glauben mal nicht, dass es so einen Wert hat, lieber Nordi. Klar gibt es sowas, aber glaub nicht. So, okay, er weiß nix. James weiß nix. Idedip. James, genau. Nicht mal Nope. Nicht mal die Möglichkeit, ihm irgendwas zu sagen. Auf zu Paul. Hallöchen, King Sir Luke. Einen wunderschönen Berti, geilen Dienstag. Welcome back. A few more questions, if you don't Praise the noob. So, oh, er könnte was wissen. And what do you know about Simon's laptop being stolen from Atlas? No, I wasn't happy about it. What did you do about it? Ryan paid a con man to install a complicated CCTV system. Überwachungssystem. Twice the price that it would probably cost. Okay. Seemed to do the trick, though. We haven't had a theft since. Not happy about the theft. Has since installed a CCTV system. No thefts have happened since. Er ist nicht glücklich übers Stehlen, aber hat den anderen beigebracht oder es gezeigt. Moment, wo ist das?
Paul's Theft. Okay, darüber kann ich gar nicht reden. Alles klar. That's all for the moment. Thank you. Dachte, da könnte ich auch widersprechen, ja. Gut. Oh, Rebecca, genau. Ich hätte schon fast wieder auf Rebecca vergessen. Auf zu Rebecca. Ob sie was vom Laptop weiß. Und dann gehen wir zu Ryan. A few more questions, if you don't mind. So, Simon. Okay. It's unlikely Rebecca would know about Simon's stolen laptop. Be back later on, if that's okay. Sie wird wohl scheinbar nichts wissen. Gut. Wondretzky, du geiler Bier, welcome back. Wunderschönen Dienstag dir. Danke, dass du wieder da bist, Wondretzky. Hau rein. Hoffe, es geht dir gut. Schön, dich wieder zu lesen, mein Lieber. Wir gehen jetzt wieder zu Eden Lodge und gehen spazieren. Mal schauen, ob es hier irgendein Ereignis gibt, ein neues. Wir spazieren. Eventuell entdecken wir was Neues. Vor allem um diese Uhrzeit im Wald spazieren gehen, ich hätte richtig Schiss. Ich hätte richtig Schiss, im Wald um diese Uhrzeit spazieren zu gehen, Beards. Ganz ehrlich. Die stehen noch immer da! Das ist ein Wahnsinn mit denen! Ich bin schon langsam in der Hoffnung, dass sie irgendwann mal weggehen. Die sind teilweise richtig creepy. Die zwei dort. Nothing. Auf zu Atlas. Enter. So, Ryan. Auf zu Ryan. Ryan könnte was Neues wissen. Gehen wir mal hier rein, ob hier was Neues ist. Im Computerraum. Nix. Okay. Guten Tag, Hallöchen Passchen. Einen wunderschönen Dienstag. Danke fürs Einschalten. Willkommen bei uns bärtigen Menschen. Auf zum Atrium. Try the door on the right. Ist hier jetzt jemand? Okay, gar nichts. Niemand da. Nicht mal irgendwas zum Anschauen. Okay. Gut, jetzt hoffen wir, dass Ryan da ist. Weil wenn Ryan nicht da ist, weiß ich nicht weiter. Sehr gut. Sehr gut. Ich hatte schon Angst, dass Ryan nicht da ist. Perfekt. Fangen wir an. Rebecca's Prescriptions. Was sagt er über die Medizin? Do you know what the medicine in the cupboard at the pub is for? You'd better ask Rebecca about that. I'm not exactly sure what's in there. She tends to keep her wares under lock and key. Do you know, our wedding night was quite a surprise. Das wollte ich jetzt aber nicht wissen. Rebecca keeps the cupboard locked. Contents of the cupboard belong to Rebecca. Die zwei belügen sich. Rebecca sagt, es gehört ihm. Er sagt, es gehört Rebecca. What is happening? Egal, ich frage mal weiter. Fragen wir weiter. Ryan's Arthritis. Was? Tell me about your arthritis. Oh, you found out about that. Well, yes, I'm old before my time. It's very unlucky to have it so young. Well, I take a lot from life, Inspector. And sometimes life likes to give you a little bit back. I mean, it's not too bad, it's not too debilitating. It's mainly some in my right hand, some in my left hand. It's not particularly a problem. Makes it difficult to hold small things, though. What do you take for it? I get a prescription painkiller. How often do you need that? Not often, as and when. I keep some here, I keep some at home. It's not a problem. Das können wir auf jeden Fall verwenden. Takes prescription painkillers for his arthritis. Keeps painkillers at work and home. Arthritis not a problem. Okay. Das könnte man widersprechen, dass es nicht ihm gehört. Business card. Know anything about this? No, I don't. I'm sorry. We have our own IT chap. Lovely chap, in fact. Fat and sweaty, though. It's like a double act, doesn't it? Du Arsch. Have you seen this before? No, sorry. Has never seen the keyring. Simon's stolen laptop. Was hat er dazu zu sagen? Were you at Atlas when Simon's laptop was stolen? Oh, I believe I was, yes. It was taken from the storeroom in the hallway. Was it ever recovered? No, we didn't catch anyone. We're quite exposed out here. Somebody could just have wandered along the lane, seen into the storeroom. It's not particularly secure. They could have been in and out within minutes.
That's why we advise people to keep their valuables with them. You can't be too careful these days, Inspector. Laptop taken from a storeroom. Storeroom isn't particularly secure. Advises students to keep valuables with them. So, fangen wir mal an mit der Medizin, ne? Würde ich mal sagen. Takes prescription painkillers for his arthritis. Und contents of the cupboard belongs to Rebecca. Rebecca? Das ist kein Widerspruch. Rebecca keeps the cupboard locked. So, wenn ich jetzt das hier nehme und das hier? Nee. Nee, das sind keine Widersprüche. Das wäre auch zu einfach irgendwie. Ja. Es müsste aber irgendwas geben wegen seiner Hand. Laptop taken from a storeroom. Advises students to keep valuables with them. It's never heard of the IT consultant. Atlas have their own IT. Oh. So. Vandalized car photos. Photos are of Ryan's car. Car was vandalized. These are psychological problems. These are asked for a refund. Doesn't know why Lisa wrote Devil Worship. Lisa lives alone at the end of the lane. Lisa asked for a refund. Witnessed Emma's criticism of Liam. Doesn't blame Emma for Liam's death. Liam was strong and outgoing. Thinks people are free to do what they like. Widerspricht sich das damit? Mann. Nope. Ah, ja. So. Knows Paul went too far. Stunt not related to Liam's suicide. Paul's stunt part of the shock aspect of the course. Knows the costume shop. Atlas have an end of stage party. Course involves teaching students how to act. Claims auto-hypnosis is not a major part. Students are not coerced or bribed in any way. Auto-hypnosis techniques are being phased out. Believes auto-hypnosis doesn't really work. Ah! Genau, mit der Gitarre. Dabbles in playing the guitar. Interested in collecting guitars. Once auditioned for a band called Hammerstone. Und seine Krankheit. Könnte das ein Widerspruch sein mit der Gitarre und seiner Krankheit? Nein. Dabbles. Hasn't bought. Okay. So, wo war das nochmal? Da. Okay, every week door burning symbolic of destroying one's past. Students carry the dolls with them for a month. Third eye.
Had to pay Liam's parents a settlement fee. James never came to Third Eye, never used ECT machines at Atlas or Third Eye. Ich darf jetzt nicht vergessen, wir haben auch noch was. Oh, Moment mal. Has no interest in drugs. Okay, das... Oh, doesn't keep... Ah! Doesn't keep any medicines on site. Oh. Wo haben wir es? Keeps painkillers at work and home. Das... Ja, Moment. Das vielleicht? There we go, Beards. Aha. So, you don't keep any medicines on site at Atlas? No. Except your prescription painkillers. Well, these are not available to the students. But they are kept on site. Yes, but they're locked away. They're kept in the storeroom. Nobody would have access. You're sure about that? Absolutely sure. And what are the painkillers, Ryan? Painkillers. Just painkillers. Normal painkillers. Paracetamol, codeine, morphine. Well, all right, they're morphine tablets, yes. Oh, really? Oh, come on, Inspector. I know what you're thinking, but there's no way Kate could have had access to them. Because they're in the storeroom. Well, not just that. She wouldn't have even known about them, or where they were. Sure about that? Yes. So it is morphine Ryan's taking. The pieces are starting to come together. Now I just have to work out how Kate got hold of it. If it was Ryan's morphine she got hold of course. Hat ja gesagt... Storeroom isn't particularly secure. Hat ja extra gesagt, dass man in den Storeroom... Also es kein Problem ist, da reinzugehen, ne? Keeps the morphine in a secure storeroom at Atlas. Das vielleicht? There we go. There we go. So the storeroom isn't particularly secure, yet you keep your morphine tablets in there. I thought you said no one could get access to the morphine, but they could, quite easily, couldn't they, Ryan? I didn't mean that storeroom. I meant a different storeroom. I keep them in there. Okay. So where was it locked up? It's upstairs. It's got a combination lock on it. Nobody could have access to it except me and Dad. Nobody. I might have a look at that if you don't mind. Don't mind at all. A combination locked room, I see. Well, I might have a look around for that. See how secure and combination locked it really is. Hallöchen, mein lieber Face, you're the greatest. Welcome back, Face. Wunderschön, bärtig an Dienstag. Schön, dass du wieder da bist. Viel Spaß für uns weiterhin. Haha. Und ich glaube, die Lösung für diesen Code wird die Karte sein, die Simon hatte. Okay, that's it for now. Glaube ich. Der Pin-Code wird sicher der Code für den Safe sein. Go upstairs, let's go Beards. Passt auf, jetzt geht's ans Eingemachte hier. Let's do it. Jetzt kommen wir immer näher der ganzen Sache. So good. Da ist der Code. Okay, so. Die Karte. Dropped Business Card. So, look at this. Ready? Let's do it. Ob das stimmt. Die hatte Simon. Tada! Aha, also hat noch jemand den... This exercise is all about identifying the difference between the image one presents to the world and one's real self, which lies deep in our unconscious. As you move through the network of mirrors, practice seeing yourself as a stranger. The more you separate from your persona, the more aware you will become of your true desires and ambitions. Chant with us. I am free from my image. I am free from my past. I am free from myself. I am free from my image. I am free from my past. I am free from myself. Oh my god! I am free from my image. I am free from my past. I am free from myself. This exercise involves the use of liberation masks. You have now completed Module 1. Module 2 covers boundary testing, threshold testing, and extreme testing. Please read the notes carefully before attempting the module.
The Atlas Mirror Room. A combination locked room at Atlas contains a disorientating maze of mirrors. Und Simon kannte den Code. Mehr gibt's hier nicht. Gut, auf zu Ryan. Jetzt bin ich gespannt, was Ryan sagt. A few more questions, please. So, Ryan, was sagst du zum Mirror Room? Was sagst du dazu, dass ich reinkam? Can you tell me what you know about the mirror room upstairs? Oh, you found that then? Well, it's very similar to the costumes inspector. It's designed to help the students look at themselves differently. And what do you do with the mirrors? You look at yourself, Inspector. You look at yourself until you start seeing yourself as others do. And you don't see yourself as you do anymore. It really, the idea is that you can see yourself eventually any way you wish. So why in a locked room? To make sure you're not distracted, that's all. How often is it used? Not often, a few times a month. Some students find it useful, some don't. Mirror room used by students. Room locked so students are not distracted. Mirror room used a few times a month. Gut, ich glaube, jetzt fällt mir auch nichts dazu ein bei Ryan, dass ich dagegen jetzt was widersprechen könnte, ja. Room locked so students are not distracted. Okay. Thank you. Probably be back later. Ich glaube, bei Ryan kann ich jetzt im Moment nichts widersprechen. James! Good old James! Hallöchen Smokey und White Raven. Ich wünsche euch beiden einen wunderschönen bärtigen Dienstag. Danke, dass ihr hier seid. Gehen wir nochmal hier rein in den Storeroom. In den ersten Storeroom. Okay, nichts Neues hier. Alles klar. Gut. Leave Atlas. Ich schau mal, ob ich irgendwas trigger. Aber schaut nicht so aus. Gut. Okay. Auf geht's. James, wir fangen von vorne an. Ganz von vorne. Mal schauen, ob hier irgendwas Neues gespawnt ist oder dazu kam. Nein. Hier ist James. Auf zu James. Ich glaube, James wird gar nichts wissen. Nope. Let's go. Ask you a couple more things, please. Nö. Er weiß davon nichts. War klar. Thank you. Probably be back later. Thank you. Ask about the poor about some things. Thank you. Und wieder weg. Die schreien und wieder raus. Goodbye. Danke, James. See you later, James. Du bist der Wahnsinn. Weiter. Ope. Ope. Ope, eat a dip. Just a few more questions, if you don't mind. Haha, ihm können wir fragen. Den guten alten Paul. Can you tell me about the room with the mirrors at Atlas? The one with the combination lock? How did you get in there? I was given the code for the combination. By Ryan? Well, nobody else is allowed to know the code, are they? And not in theory. So how's the room used on the course, then? It's a meditation room where the students can reflect on themselves, literally. And what about the CD? Well, that helps too. It's part of the program. So you send the students into the room, they put the CD on, they stare into the mirrors. And how long does this last for? Until the CD finishes or they fall asleep. What else would you like to know? Was zur Hölle? CD mirror room used on the course. Mirror room used for meditation. Nobody allowed to know the combination code. Ich markiere mal das. Obwohl... Ich kann da ja auch nicht widersprechen. Alles klar, Luca. Dann, dir noch einen wunderschönen Abend, lieber Luca. Es gibt beim Essen. Lass dich schmecken. Guten Hunger und bis zum nächsten Mal. Danke, dass du hier warst, lieber Luca. Dankeschön für die Unterstützung. Kein Problem, alles okay. Alles bestens. Keine Sorge. Okay. So.
Paul said that the mirror room is used for meditation. Gibt's dann nicht irgendeinen Widerspruch mit Meditation? Kurz nachschauen. Gab es da nicht irgendwas bei Paul? Kurz rüberschauen bei Beards? Nö. Nope. Cysts. Cardboard. Nein. Auch nicht. Auch nicht. Auch nicht. Nope. Wir haben Steph. Julia mit Personal Problems. Nein. Course objective to free students from the past. Students encouraged to free themselves from guilt. No place for guilt in business. Okay. Auch nicht. Has no interest in taking drugs. Dup. Okay. Auch nicht. Atlas can visit a strange times. Possibly was the mother. Okay. So, ich glaube, hier gibt's noch nichts bei ihm. Okay. Ja. Okay. Nee. Okay. Auf zu Simon und Emma. Hier gibt's, finde ich, noch nichts, denke ich. Alles klar, liebe Tammy. Dir noch einen wunderschönen Abend. Danke, dass du hier warst. Bis zum nächsten Mal. Schön, dich wieder gelesen zu haben. Genieß noch den Tag. Bis zum nächsten Mal, liebe Tammy. Auf zu Rebecca. Hey, Rebecca, I'm back. Das muss so lustig wirken, wenn man das irgendwie sich vorstellt, was hier gerade abgeht. Ja, der Detective geht hier und her und hier spazieren und da rein, dort raus und dann da wieder rein und Hallöchen und dann wieder Tschüss. Die Vorstellung ist schon lustig. Do you know anything about a locked room at Atlas with mirrors in it? Not off the top of my head, no. I think that's a question for Ryan. Suggest asking Ryan. Doesn't know anything about the mirror room. Be back later on, if that's okay. Sie könnte recht haben, ja. Also ich habe da jetzt keinen Widerspruch. Mit Ryan haben wir schon geredet. Bei Ryan gibt es im Moment, glaube ich, nichts. Wir gehen jetzt erstmal zu Simon, denn ich glaube, Simon lügt irgendwas. Da ist irgendwas bei Simon. Irgendwas stimmt nicht. Und zu Emma. Das wären die zwei einzigen im Prinzip. Ich wüsste dann sonst nicht, wohin wir sonst gehen sollen. Bei Paul gibt es jetzt im Moment, glaube ich, keinen Widerspruch. Mal schauen, ob sie etwas über den Mirror Room wissen. Emma. Do you know about the mirror room at Atlas? Mirror room. No, I heard about it, but I think it was only for the students later on in the course. Something like that. Okay. Heard about the mirror room. Thinks mirror room used later in the course. Thank you. Probably be back later. Da gibt's nix. Auf zu Simon. So, jetzt Simon. Ich hoffe, ich glaube und hoffe, dass es jetzt hier was gibt. Do you know about the mirror room at Atlas? Yeah. What's it used for? Well, it's mainly for the auto-hypnosis module. You go in and you stare into the mirror and you go into a trance. Then when you're ready, you come back out. So you just go in whenever you want to? Oh, no. There's certain times when you're allowed in, and only they know the combinations anyway, so you can't really get in. But you don't know the combination? No. Okay. Okay. Didn't know the combination to the mirror room. Da. Wrote his pin on the back of the card. Sagen Sie, Mr. Holybeard, sollten Sie nicht bei HDQ sein, Mario 64 spielen, Don Malto. Welcome back, Don Malto. Nee, ich bin hier für euch, Beards. Ich bin nicht bei HDQ, bin für euch da, mein Lieber. Wunderschönen Dienstag, willkommen zurück bei uns. Ich hoffe, es geht dir gut. Danke, dass du wieder einschaltest, mein Lieber. Ich hoffe, es geht dir gut. Hau rein. Viel Spaß was weiterhin. Wrote his pin on the back of the card.
Ja! Aha. Aha! So you didn't know the combination to the locked mirror room? No. Except you'd written it down, hadn't you? This is the combination to the mirror room, Simon, that you wrote. It isn't a pin, it's a combination. Yeah. Yeah. You see, this sort of thing makes me suspicious, Simon. What were you doing in there that you didn't want anyone, including me, to find out? It's just part of the course, isn't it? I just wanted to go in there when I was ready. On your own? You didn't give the number to anyone else? No. Simon, there was morphine kept in that room that might have played a part in Kate Vine's death. Did Kate have the number? Yes, okay. We both went in. Together? We were trying to outdo each other. We both tried to morph in. What do you mean trying to outdo each other? It's part of the course. To see how far you can push yourself. To see if you could do something you wouldn't normally do. When was this? A few months ago. How often did you try it? Only that once. I'd never do it again. How about Kate? I don't know. Sorry. Yes. 11 p.m. So that's how Kate got the morphine. But what exactly does this testing involve? Could this have been what killed Kate? 11 o'clock. Just an hour left to solve this thing. Oh, jetzt geht's ab hier, Beards. Jetzt kommt bald der Gerichtshammer. Haben wir was Neues? Okay, wir müssen wahrscheinlich jetzt was Neues entdecken. Wir starten von vorne wieder und spazieren durch. Mal schauen, was es hier noch gibt, Beards. Jetzt wird die Musik voll creepy face. Yes, die Musik wird richtig creepy. James Hype Zwiebelsätze. Du scharfer geiler Bier, ein wunderschöner Dienstag. Welcome back. James Hype Zwiebelchen. There we go. Wobei, oh. James? James? Wer ist das? Wer ist das? Aha. Aha, aha, aha. Ich glaube, wir starten James einen Besuch ab, ne? Hallöchen, Nostris! No! Nostris, ein wunderschöner bärtigen Dienstag. Welcome back. Bevor ich reingehe, hat er das Päckchen hier irgendwo abgelegt. Kann das sein? Es ist schon sehr strange. Doppelnet, genau, Doppelnet besser. Doppelnet besser, mein Lieber. Sehr richtig. There we go. Sorry. James steckt jetzt aber nicht wirklich hinter all dem, oder? Mein lieber Mr. Xavi, ich weiß gar nicht mehr. Ich habe keine Ahnung, wer hinter all dem steckt. Zuerst dachte ich Paul, dann Ryan, jetzt glaube ich ist es James. Das sind die Plot-Twists hier. Die müssen wir alle aufdecken und das schaffen wir schon. We can do it. Aha. There we go. So James is interested in poppy pods, is he? Was He's sind... got some explaining to do. Was sind Poppy Pods? Was sind Poppy Pods? Oh my god, Poppy. A box of Poppy Pods was found in the greenhouse of the farm, delivered by an unknown man. Was sind Poppy Pods? Was zur Hölle sind Poppy Pods? Beards, kennt das jemand? Kann mir jemand sagen, was Poppy Pods sind? Was sind Poppy Pods? Sieht aus wie Knoblauch. Ja, schon, ne? Kaum sagen wir alle James, sei passiert was mit ihm. Sehr richtig. Schon merkwürdig. Tulpen? Schlafmohn, Kühlschrankpinguin. Okay, Schlafmohn. Danke, Kühlschrankpinguin. Thank you. Danke, Flying Chainsaw. Okay. Auf zu James. A few more questions, please. So, James. Und jetzt komm mir nicht mit I don't know. Das wäre jetzt richtig, richtig gern, wenn ich jetzt ihn frage. Weißt du, was das ist? Nope. Und tschüss, wir gehen wieder. Goodbye. Hallöchen, Gyuka, du bist am Handy.
Wunderschönen Dienstag, YouCat. Schön, dass du da bist, mein Lieber. So, fragen wir immer. Let's talk. What can you tell me about several boxes of dried poppy pods in the greenhouse back there? Feel free to take some if you want. What are they for, James? Decoration? Why? Decoration. There's a big market for them among the over 70s. So what are you doing with them? Selling them to grannies. Okay, James, let's just cut to the chase. Are you extracting opium from them? Me? I can honestly say I've never done anything like that, Inspector. Sure about that? Scout's honour. And who was the guy delivering them? A friend. Someone gave them to him. He asked me if I wanted them. I said I'd have a look and see if I liked them. You just thought you'd have a look? No particular reason? I'm a plant scientist, that's what I do. Have you ever sold them to anyone else? I only got them a few minutes ago. In the past. You know Kate's body had opium in the blood when it was found? No, I didn't. Hey, that's nothing to do with me. Let's hope not. Poppy pods used for decoration. Selling the pods to pensioners. Never extracted opium from the pods. Pods from a friend who didn't want them. Ich nehme mal, das ist mir sehr verdächtig. James said he has never tried to extract opium from the pods. Fangen wir mal oben an. So. Mein lieber James. Was hast du hier noch alles erzählt? Says Simon's homebrew is very strong. Traded his herbal tea for Simon's homebrew. Okay. Doesn't recognize the card. Doesn't know anything. Hasn't been to the pub. Doesn't recognize the mask. Tap. May expect scry mirrors. Mirror just one way of scrying. Scrying practiced for various reasons. Sells the mirrors but doesn't make profit. So. Huch. Nope. Doesn't know anything about the argument. Three finger symbol used in Satanism, hasn't seen, okay. Was in Liam's year but on a different course. James the Green is in plant science. Heard about Liam after he killed himself. Mad Liam. Never heard the phrase before. Packet contains mint leaves. Won some cookery competitions. Doesn't grow any other drugs. Sold salvia to Liam. Ich meine, ich kann es ja mal probieren. Ne. So, wo waren wir? Liam's Death. Okay, wir waren bei Liam's Death. Moment nochmal. Oh Gott. Ja, das war's. Never heard the phrase. So, packet third eye flyer. Dole burning. Doesn't know anything about dole burning. Sold a scrying mirror to Kate Wine. Huh. Ich glaube schon, dass ich hier einen Widerspruch finden muss. Aber es kann sein, dass ich erstmal woanders... Ja, das ist, glaube ich, eh viel zu früh, um jetzt einen Widerspruch zu finden. Ich glaube, wir haben gerade erst 11 p.m. gestartet, ja. Gehen wir mal, schauen wir uns ein bisschen noch um. Fragen wir mal die anderen, was sie über das wissen. Eventuell kriegen wir einen neuen Gegenstand, dann können wir wieder zu James und ihm dann fragen und dann eventuell widersprechen. Das wäre meine Idee. Deshalb gehen wir mal zu Paul. Und fragen ihn mal, falls er was drüber weiß. Du hast eine Totalgrippe, DJ Xerox. Gute Besserung wünsche ich dir. Hoffe, dass du schnell wieder gesund wirst. Einen wunderschönen Dienstag dir. Danke, dass du wieder da bist. Gute Besserung, mein Lieber. Oh, du warst im Krankenhaus. Oh, mein lieber DJ Xerox. Gute Besserung. Schau, dass du schnell wieder gesund wirst. Alles Gute dir, mein Lieber.
What do you know about poppy pods? Poppy pod? Ever come across anyone selling them, using them? No. Okay. Never seen anyone selling or buying Poppy Pods. Gut, kann ich nicht widersprechen. Es ist so. Da gibt's nix, was ich widersprechen könnte bei Paul. Gehen wir hinter Brandon House. Nope. Nothing. Da wir 11 PM haben, alles durchsuchen auf jeden Fall. Auf zu Rebecca. Außer beim Pub. Hinterm Pub, da gehen wir nicht mehr hin. Wobei, es könnte ja sein, dass da doch noch was ist, aber... denke nicht, dass es dort irgendwas gibt. Poppy Pods, Rebecca. What do you know about poppy pods? Go on. Ever come across anyone trying to sell them or anything like that? Maybe even in here? Not that I remember. Doesn't know much about Poppy Pods. Never seen anyone selling or buying pods. Naja, aber... Moment. Sie kennt sich doch mit solchen Sachen eigentlich aus, ne? Wo sind die Pflänzchen? Wo war das? Wo ist das? Aha. Da. Nee. That's all for the moment. Okay, ich dachte, da steht irgendwie was dabei, dass sie sich damit auskennt, aber nein. Welcome back, liebe Pusen. Schön, dass du wieder da bist. Auf zu Village Hall. Jetzt wird schon richtig creepy. Schaut mal an, wie finster es ist. Das ist schon langsam wie ein Horror-Game hier. Das ist langsam wie ein Horror-Game, Beards. Mich wundert es, dass jeder noch wach ist. Ich meine, 11 PM. Wenn man am nächsten Tag arbeiten muss. Ja, okay, Freitag. Okay, es kommt Weekend. Okay, die meisten haben dann frei. Okay. A few more questions, if you don't mind. Klar. Strange question. Have you ever known of anyone selling dried poppy pods? Poppy pods? Don't think so. Isn't that opium? Kind of. It's okay. Doesn't know anything about Poppy Pods. Gut. Be back later Dagegen on, glaube ich nichts sagen. So. Simon! Odd question, but have you ever seen anyone handling dried poppy pods? Poppy pods? As in, for opium? No. Though, James did have opium tea once, I think. Uh-huh. Where did he get it from? Oh, I don't know. I didn't ask. James does his own thing. What does opium tea taste like? I don't know. I didn't try it. Really? I didn't want to risk it, did I? But I went to hospital once. I had codeine and I went into anaphylactic shock. The doctor said it was an opium derivative, apparently, so... Is allergic to opiates. James once drank opium tea. Doesn't know anything about the Poppy Pods. Okay. Wo ist sein Brewery? Makes his own homebrew, tried selling it, but only sold to James. Doesn't see James very often. Und die Drogen, also die Drogen, die, genau. Leaves could be such, hasn't seen the leaves before. Ich glaube nicht, dass das passt, oder? Okay. Okay, that's it for now. Thank you. Letzte Anhaltsstelle, Ryan. Wobei, wir gehen wieder durch den Wald. Um 11 Uhr! Wir gehen durch den Wald, durch den finsteren Wald, Bears. Ich hoffe, ihr kommt mit. Ich habe Angst. There we go. Oh shit, es ist finster. Das ist jetzt ein Horror-Game. Ganz ehrlich. Stell dir vor, wenn Freya oder Jason hier auftauchen. God damn it. Die sind doch immer... Was machen die da? Es ist schon... Keiner... Wie lange sind wir schon in dem Game? In Game Time?
Die stehen noch immer da, die zwei. Das ist doch total... Die zwei sind die Mörder hier, ganz ehrlich. Die haben sicher so einen Sniper dort und... Einfache Lösung, die zwei waren's. Spiel beendet, Credits. Dann geh mal vor und danke, Nifi. Oh. Oh Gott. Was ist hier? Just keep pushing. Keep pushing. Keep pushing. You can push it all the way in, Tom, if you want to. Excellent, Tom. Excuse me. Would someone care to tell me exactly what's going on here? Don't come any closer. That man needs a doctor. No, he doesn't. I don't need a doctor. I'm fine. Go away. What is this? A test. Of what? What does it look like? It's a threshold test. A pain threshold test. I thought, you were supposed to be good at working things out. Inspector Jenks. And so this would be for Atlas, would it? Kyle? You disappear now. It's not a good idea to talk to a police inspector like that. Do you want me to make you? It's okay, Tom. Mr. Jenks won't be bothering us anymore. Don't make any rash commitments. Well, well. You really should take more care of your things, Ryan. Is your keys, Kyle? No. Oh. So that's threshold testing, is it? Sticking a skewer through your hand? I could just ask Ryan or Paul directly about this, but I think I'll bide my time. See what I can do with this key fob first. Das ist jetzt der Autoschlüssel. A car key fob was found in the woods dropped by Kyle. Das ist jetzt der Autoschlüssel hier. Ja, so viel zum Thema, sie verletzen sich nicht, ja, bei diesen Tests. Das ist wiederum ein Widerspruch. Wir gehen jetzt noch nicht rein. Ich schaue nur mal, ob ich hier... Nee, okay. Wir gehen zum Auto. Schau mal, was dort ist. Ich glaube, das ist der Schlüssel zu seinem Auto. Zu Ryans Car. Zum Audi. Very good. Der Blick! Bingo. Well, Ryan, what have you been up to? Be very interesting to see how he explains this one. Oh, ho, 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 ho. Sehr schön. Da stand Kates Name drauf. Da stand Kates Name drauf. 500 pounds. An envelope containing a check for 500 pounds intended for Kate was found in Ryan's car. Ein 500 Pounds Scheck für Kate von Ryan. Okay. Okay, was war da los? Gehen wir mal zu James. Ja, jetzt haben wir Beweise. Wir könnten zu Ryan oder Paul gehen. Die wissen sicher etwas. Nein, wir gehen zu James. Zuerst. Ich möchte alles abklären hier. Let's go. Ja, rechts, Lenker, Flying so. So. Sei so mit, du geiler Beard. Welcome back. Wunderschön, bärtig, geiler Dienstag. Schön, dass du da bist, sei so. Ich hoffe, es geht dir gut. Dankeschön fürs Einschalten. Boah, der schon wieder. Ja, es ist Kyle. Kyle, ganz ehrlich, Kyle ist extrem verdächtig auch. Kyle ist auch so verdächtig, was der Typ da macht, ganz ehrlich. Okay, ich kann ihm das nicht fragen. Er weiß es nicht. Probably be back later. Er weiß es nicht. Gut. Na dann. Auf zu Paul.
Die Sache spitzt sich zu hier. Es könnte echt sein, dass wir es vielleicht heute noch durchspielen. Wirklich. Weil es ist gerade, ich möchte nicht aufhören. Es ist ein Wahnsinn, es ist gerade so spannend. Pfeifer, es ist durchgehend spannend. So, was sagt Paul? Now, why do you think Ryan might want to give Kate a cheque for £500? I've really no idea. Where did you find it? Just outside. You better ask him. You think Ryan was interested romantically in Kate? I know he has a weakness for blondes, but I didn't think it had gone so far as his offering them cash. Doesn't know why Ryan would give Kate £500. Knows Ryan was interested in blondes. Okay. Okay. Lexi TV! Welcome to the Beard! Danke für den geilen Support, Lexi TV! Vielen Dank. Lexi TV, ich danke dir vielmals für deine Subscription, für deine geile Unterstützung auf diesem Channel. Groß Dankeschön an dich. Viel Spaß weiterhin bei uns. Willkommen bei uns bärtigen Menschen und natürlich viel Spaß mit diesen wundervollen Beard-Emotes. Ich danke dir von ganzem Herzen. Vielen lieben Dank an dich. Großes Dankeschön. Dankeschön von ganzem Herzen. Death by Dark. Ja, es ist ein Detective Thriller mit Real-Life-Aufnahmen, was voll cool ist auf jeden Fall. Und sehr spannend, finde ich. Gut. No, Ryan was interested. Hat er nicht mal gesagt, dass Paul da irgendwas... Moment, war da nicht irgendwas, dass Paul gar nicht irgendwas... Moment mal, gehen wir nochmal das Ganze durch. Ich gehe das nochmal sicherheitshalber durch. Ob ich hier nicht was übersehen habe, bevor ich es vergesse. Nö. Ryan uses the shop. Hasn't seen the mask. Nein. No interest in crying. Okay. Wasn't it a pub last Friday? Oh, gab es da nicht... Moment. Oh, ich dachte, ich könnte da noch was anderes machen. Okay, nee, jetzt gibt es uns keine weitere andere Aussage wegen dem Test. Schade. Was da draußen halt los war. Dachte, ich könnte da auch was sagen. No thefts. I'm not happy. Never seen this. So, wo ist etwas über Ryan? Wo ist hier etwas über Ryan? Kann aber auch sein, dass du da jetzt nichts weißt, ne? Also, dass hier gar nichts stand. Aber schaut nicht so aus, okay. Okay. Ja. Thank you. Probably be back later. Ich glaube, Paul weiß jetzt hier. Also hier, also wissen schon, aber hier ist, glaube ich, jetzt mal nichts zum Widersprechen. Auch zu Rebecca. So, Rebecca. Let's talk again. A couple more things, please. Falls das geht. Okay, Rebecca, best not to ask Rebecca about... Ja, stimmt auch wieder. That's all for the moment. Thank you. Stimmt auch wieder, weil das wird sie wahrscheinlich eh nicht wissen, sondern sich eher drüber aufregen, ja. Okay. So, wie schaut's hier aus? Gibt's hier was Neues beim Village Hall? Nee. Ich glaube, da gab es eh nur das Item. Ich denke nicht, dass es dort irgendwas geben wird, aber mal schauen. Auf zu Eden Lodge. Mal schauen, ob die beiden was wissen. Aber ich glaube auch. Ich glaube, die werden da auch nichts wissen, oder? Nee. Das war klar. Simon wahrscheinlich auch nicht. Sehr richtig. Okay. Wir gehen direkt zu Ryan Beards. Auf zu Ryan. Holy, wie die Ehe zerstören. Nein, will ich nicht. Flying Chainsaw. Aber hätte sein können, dass ich sie fragen kann, ne? Schauen wir mal hier rein. Nichts Neues hier, okay. Schauen wir jetzt zuerst in den Reading Room. Ins Lesezimmer. Ob es da jetzt was Neues gibt. Ich glaube zwar nicht, aber let's look.
Right door. Reading room. Nee. Auch keine Lupe. Keine Items. Let's go out. Auf zu Ryan. Dann wird wohl Ryan übrig bleiben. Ich denke, der Einzige, mit dem wir jetzt widersprechen können, wird Ryan sein. Aber ich gehe jetzt speichern. Safety first. Speichern. Yes. Game saved. Falls nicht, dass sich das Spiel aufhängt oder so, deshalb lieber speichern. Ask about a few more things, please. So, Ryan. Poppy Pods. Zuerst das. Know anything about poppy pods? Come across anyone selling them or anything? Poppy pods. Well, don't tell anyone, Inspector, but I hear that you can make opium out of those. Why do you ask? Doesn't matter. Knows opium can be extracted from poppy pods. Aber war da nicht etwas, dass er sich damit gar nicht auskennt? Können wir uns nachher anschauen. So, erstmal über die 500 Pounds von Kate. Was sagt er jetzt? Er wird erstmal sicher richtig doof schauen, dass wir das haben. Would you like to explain what this is, please, Ryan? £500 intended for Kate. It fell out of your car. At least I assume that's your car on the driveway at Brandon House. I suppose so. So why were you going to give Kate £500, Ryan? It was just a little incentive, that's all. Just a little incentive. Not very little, Ryan. £500. She was a very good student. We heard that she was leaving. We wanted to give her something. But you didn't. Well, obviously not. Are you sure there wasn't any other reason you might want to give her this? Personal reason? No! Well, I'd like to keep hold of this for a little while, if you don't mind. Well, don't consider it a bribe, will you, Inspector? No ulterior reason for giving Kate the money. Had heard Kate wanted to leave Atlas. Money meant as a little incentive for Kate. So, knows opium can be extracted from poppy pods. Moment. Wo sind die Pflänzchen? Wo sind die Drogen? Da. Nein, das ist das. Nein, das ist nicht. Wo sind die Pflanzen? Hey. Where? So. Haha. Doesn't know anything about plants. Ha 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 ha. Ryan. Has no interest in drugs. No interest in Okay. So, Ryan. There you go. Was? Warum kennt er das dann? Ich dachte, das ist ein Widerspruch. Okay. Das hätte ein Widerspruch sein sollen. So, Beards. Aber wisst ihr was? Ich muss dringend pinkeln.